Please visit www.patreon.com/oneseat-a-day in order to see the full 64 minutes in Ultra HD with Konstantin and Marlina Waldgarten. Sich da hinstellen und die Wiese per Hand sensen und dann Heuhaufen aufbauen, ist halt ein komplett anderes Lebensgefühl, als sich in eine Maschine zu sitzen und am Ende vom Tag zu denken, wenn man 300 Ballen in Plastik eingepackt hat, ja, bin ich heute gut Maschine gefahren. So. Das ist einfach eine komplett andere Welt. Ein Küchengarten halt, davon leben wir halt und finanzieren uns hier durch den Küchengarten. Das ist nicht so interessant, das ist halt Mischkultur, einjähriges Gemüse, Küchengarten. Wie geht's eigentlich den Hühnern? Das kann niemand wissen. Die sind nämlich alle weg. Die haben sich die Waschbären geholt. Und was kommen aber was wieder. Was wird kontempliert als Abänderung? Nichts, wir haben jetzt stärkeren Draht auf dem Boden vom Hühnerstall. Die hatten so dicken Draht zerrissen mit den Krallen. Sind da reingekommen, haben die nachts rausgeholt. Das war nicht so schön, aber vor 3 Jahren habe ich schon mal alle Hühner verloren. Da bin ich halt gekommen, da war Gewitter, auch im Sommer abends, und dann war der Fuchs da. Und der hat halt nicht alle mitgenommen. Dann kam ich dann und es lagen nur noch Körper da. Um die müsste ich mich dann kümmern. Die Waschbären haben sie wenigstens alle mitgenommen. Aber wir holen wieder Hühner und die rotieren halt hier und arbeiten für uns. Hi! Hallo Menika! Hier ist ein Wurm. Das sind Kompostwürmer sogar, kleine rote, und keine Regenwürmer. Ist jetzt gar nicht so viel los hier drin. Aber der ist auch schon fast durch. Guck mal. Hier die Kürbis wird reingepflanzt. Das ist wunderschöne, lebendige Erde. Ja, wir packen Holzkohle dazu und Steinmehl, Urgesteinsmehl, die Mineralien in Holzkohle, damit die Organismen sich einnisten können. Aktivierte Biochar. Wie macht ihr das mit den Zitrussachen? Zitrus? Auch einfach rein, ne? 10% maximal, den Rest trocknen wir und versuchen andere Sachen draus zu machen. Aber wir haben für gewöhnlich nicht so viele Zitrussachen hier, wenn nicht gerade eine Schwemme ist oder so. Wenn wir ganz viel Zitrus finden oder uns die jemand schenkt. Ansonsten haben wir nicht übertrieben viel Zitrus, da kommen wir nicht auf 10% für gewöhnlich im Kompost. So eine einfache Schätzung. Wie viele verschiedene Nutzpflanzen habt ihr hier auf einem Streifen? Ganz grobe Schätzung, oder wenn du es genau weißt, gerne genau. Pflanzensorten oder richtig Pflanzen? Pflanzensorten, Entschuldigung. Ich weiß nicht genau. 40 vielleicht. Die Kräuter noch dabei, wenn man den Wegerich mitzählt natürlich. Ja. Ich kann auch den Löwenzahn mitzählen, dann ist Ja, halt eben. wie viele Pflanzen wachsen hier. Genau. Also, Nutzen wir schon. ja, schon. 40, 50, 60 sollte mehr werden. Hier die Phacelia hat viel eingenommen. Da könnte noch mehr dazwischen stehen. Da sind Beerensträucher, da habe ich im Frühling dicke Bohnen reingesät. Wir haben ja vorhin den Heuhaufen oben gemacht und im Herbst decken wir hier ab komplett. Und dann können wir, je nachdem, ob wir ganz aufdecken, können wir was einsehen. Ob wir nicht nachmulchen, dann kommt was durch, wie zum Beispiel die Phacelia. Je nachdem, wie man es macht und wie man es
beobachtet hat. Ich bin ja jetzt schon seit 5 Jahren hier. Da habe ich schon viel gelernt und beobachten können, wie sich Sachen verhalten. Bitte, danke. Hier außerdem haben wir richtig viel, da haben die ziemlich radikal hinten die Hecke abgeschnitten oder zurückgeschnitten. Welche meinst du, am Zaun? Wenn man da bei der Hütte links hoch guckt, da ist so ein Heckenstreifen, das sind mittlerweile schon ausgewachsene Bäume. War mal eine Hecke. Auf jeden Fall haben wir es ziemlich radikal zurückgeschnitten und wir durften uns komplett den Holzschnitt holen, haben halt Totholzwall aufgelegt. Ah, ja. Und das ist halt ziemlich cool, weil es ist halt Lebensraum. Lebensraum für. Kleinstlebewesen. Dazwischen Alles haben wir, Mögliche, dazwischen Insekten, haben wir Vögel, Weißdorn gepflanzt und Hagebutten, ne? Igel hoffentlich. Wir haben auch Steinhaufen für Reptilienzeug und Schlangen und Salamander und alles. Vielfalt schaffen. Am besten man kann sich das System ausbalancieren. Weißt du, wenn du irgendeine Pest hast, ist gut, wenn du viel Vogelfutter hast, ist gut, wenn du viel Vögel hast halt auch. Nicht? Und deswegen Vielfalt kreieren. Und die Vögel tragen auch heimische Heckensamen hier in den Totholzwall und daraus wächst dann eine Hecke. Das war eigentlich gang und gäbe bis vor 100 Jahren. Wenn man ein Feld begrenzen wollte, hat man Totholz aufgeschichtet und die Vögel haben den Rest erledigt. Und hier soll nämlich Hecke Windschutz wachsen. Also eigentlich ist unsere Frage, wie können wir auf den Wachstum des Waldes aufspringen, auf diesen Zug sozusagen. Ja, Bodenleben fördern, Waldboden nachmimiken. Nicht? Sagt man nachmimiken oder mimiken? Oh ja. Das ist übrigens unser Gießwasser, das ist hier Regenwasser, Himmelswasser, das läuft da in die Kanister von der Regenrinne. Und dann, wenn die überlaufen, hier rein und dann in den nächsten Teich weiter. Ich will nur eben kurz hier gießen. Hab ich gesehen, ist trocken. Das ist ein Karottenbeet hier, 5 Reihen. Wir machen halt auch keinen Acker, so. Wir pflügen nicht. Das ist alles permanente Beete und die bauen wir halt auf. Wir drehen keine Erde um. Würde ja nur die Mikroorganismen verwirren, die in ihrer Schicht bleiben wollten. Wenn man es umdreht, ist ja alles oben, was unten reingehört. Und andersrum. Und Erdbeeren, yummy. Erdbeerfeld, ja. Ach ja, genau, ich würde ohne Maschinen zu benutzen gar nicht mehr Land haben wollen. Weil man merkt halt, wenn man das selber mit der Sense zum Beispiel mähen muss, es ist schon viel Arbeit. Die Pflege und das reicht mir. Also ich sage, bitte gib mir erstmal nicht mehr, sonst muss ich Maschinen benutzen. Das könnte zum Leistungssport werden, im Grunde genommen für einen Mann. Ne? Ja, das ist total. Ich bin ein richtiger Fan von Sensen. Das ist einfach Meditation und Training in einem. Fitness geht richtig gut. Ich stehe auf Sensen. Macht richtig Spaß. Wenn die Sense scharf ist und wenn man weiß, wie man sie benutzt und die Technik kennt und an der Technik feilt, dann ist es einfach schön zu sensen. Aber man sieht halt auch, wenn jetzt, dass da halt mehr Waldrand hin muss. Nicht? Also wir versuchen ja mit den Waldstreifen das System in Waldrand zu halten, dass es halt nicht übergeht in wirklich ausgewachsene Waldbäume, sondern da, wo es halt die Vielfalt hält, wo sich das Beste aus Wiese und Wald trifft und die meiste Fruchtbarkeit und Diversität herrscht, ist ja der Waldrand. Das heißt, wir versuchen die Streifen, wir mimiken mehrere Waldränder. Ja, das meine ich ja mit den logischen Zusammenhängen. Dass wenn ich weiß, dass ein System nach Wald strebt, wieso nicht dann den Boden abdecken und das näher an Waldboden ist, als den Boden offen liegen lassen, während ich
irgendwas einsehen will. Also nach dem Einsehen klar, aber dieses hektarweise Monokultur haben ja mittlerweile schon viele Leute begriffen, dass das halt überhaupt keinen Sinn macht und keine Zukunft hat. So viel Wasser schon. Und was Zukunft hätte, sind halt oft viele Sachen aus der Vergangenheit. Mit der Technologie von heute kann man schon Sachen echt richtig gut nachahmen, was damals halt schon gang und gäbe war, wie zum Beispiel hier die Totholzhecke. Es war halt normal, wenn du ein Feld abgrenzen wolltest oder eine Hecke wolltest, hast du halt totes Holz hingelegt, irgendeine Hecke, andere Hecke ausgedünnt und dann die Vögel halt den Rest machen lassen. Wird halt wilde heimische Hecke. Ja, aber das mit dem Senden, nicht? Dann stehst du halt hier Mitte Juni und denkst, ist ja noch ein halber Hektar Heu da, der runter muss. Und deswegen brauchen wir halt mehr Baumstreifen. Da noch. Erkundigt euch über Kielleinsystem oder generell auf Höhenlevel arbeiten, wegen dem Wasserflow. Hast du ab? Okay. Wir haben ein Gewächshausprojekt. Ach ja. Hau rein. Ja, bis dann. Das war hübsch. Also ich bin friedlich. Schön. Hast du noch Fragen? Was sagst du? Ich habe nicht wirklich verstanden, was ist das, die Funktion von diese ganzen lila Blumen. Sind da für die Bienen oder? Ja, das ist für Bienenweide. Aha, okay. Ja. Aber haben Sie auch Da wird sich der Imker wahrscheinlich freuen, dass er nicht nur, was blüht denn, Linde und Raps im Honig hat. Ne, der Ja, ein Umkreis, bisschen glaub ich, Blumen. von Bienen ist so schon 2 Kilometer. 3, glaube ich sogar. Nach dem Krieg war halt alles ein bisschen anders. Dachten die vielleicht schon, dass sie müssen. Ja, auch in Amerika in den 50ern, wie sie da einen Traktor angedreht haben. Die gesagt haben, hier, du musst jetzt hier noch was reißen, größer werden, mehr machen und so weiter. immer da? So, dass So. wir Okay. und auf die schönen Sachen machen wir dann, halte ich die Kamera gut drauf. Ja, gut. Ja, das ist ja richtig so. Schön. Also ja, einfach wie sich die Leute haben entfremden lassen oder wie die Gesellschaft einfach sich hat entfremdet von der Weißt du, Natur, von ja. natürlichen Systemen und Ich verstehe den der Punkt, den du machen Vielfalt. willst. Und es wäre für dich auch am einfachsten darüber zu reden, weil du das ja gut verbalisieren kannst. Ja. Allerdings wissen das die ganzen, auch die Menschen, die am extrem entfremdetsten sind, die wissen das unterbewusst alle. Meinst du? Was sie, ja, die können das nur nicht verbalisieren, denken vielleicht auch darüber nicht nach und Noch produktiver sein. Ja, hier sind Tomaten. Die erziehen wir am Seil nach oben. es nieselt. Nee, das sind die Insekten. ne? Aber die Vögel fliegen hier rein und snacken die weg, das Vogelfutter. Snacken die. Ist warm hier drin. Hier, der steht genauso hoch, ein bisschen höher, glaube ich, leider. Wie die Kanister draußen, das ist einfach nur der Schlauch und das levelt sich aus. Also ich muss kein Wasser hinpumpen oder so. Okay. Solange in denen da Wasser ist, ist in dem halt auch Wasser. Einfach nur, weil
was er eben sein Löffel findet. Hier Kräutergarten, kannst du auch mal durchlaufen. Bisschen so. Da kriegen die Kräuter ihr Trockenstress, damit sie Aroma bilden. Die Öle. Raus wollen. Aroma. Wenn wir die Öle raus wollen, die werden halt intensiver oder so. Wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Achso, hier ist noch eine vierte Tür, ein vierter Eingang. Hatte gerne, als ich die gebaut habe, dachte ich, wir brauchen Ausgänge in alle Richtungen, dass wir nicht in die Richtung laufen müssen, in die wir nicht wollen. Und das ist auch gut, aber die habe ich nur für den Winter zugeschraubt, wegen, dass die, habe ich noch so Dämmung davor gehabt, dass die Wärme drin bleibt. Ja. Erstmal vielleicht hier. Also wir haben hier grundsätzlich zwei Bereiche, ne? Ja. Wir haben hier, hier machen wir auch Erntenachbereitung und alles Mögliche. Wir haben hier hinten ist ein Lagerbereich und da drin, wenn man durch die Scheibe guckt, sieht man das gut auf dem Video, dass da eine Scheibe ist. Müsste man gut sehen, ist ein bisschen schmutzig. Und da drin ist dann ein Anlehngewächshaus und auch im Winter beheizter Bereich. Also feinstes Leben. Mhm. Ja, das sind 2 Schichten nur. Eine unten drunter und dann die Finisher-Schicht. Ist auch schön kühl hier. Ja, so. Und du hattest ja auch letztes Mal schon erzählt, du hast im Grunde genommen so wenig Beton wie möglich benutzt. Und zwar eigentlich nur, glaube ich, Streifenfundament außenrum. Ja. Streifenfundament, genau. Ja, die Fenster haben wir alle geschenkt bekommen, die Türen sind alle recycelt. Ja, nur die Dachsparren gekauft und die Außenfassade eigentlich. Die Bäume haben wir aus dem Wald selber rausgeholt, dann sind die auch nicht so teuer, wenn man die selber einschlägt, rausholt. Der Lehm war sowieso geschenkt dafür, dass wir da, wo die das abgerissen haben, das weggeholt haben. Ja. Und das hat dann, hat gereicht. Ne? Ja. Die Ziegeln, aus denen wir die Wasserbecken bauen, das ist auch cool. Ach, hier haben wir übrigens auch Hügelbeete. Ne? Die sind ja fast schon ganz verloren gegangen. Da sind dieses Jahr Kartoffeln von letztem Jahr drin. Die ernten wir einfach noch ein zweites Mal, weil die haben wir unsauber geerntet. Und die kommen einfach wieder. Wird jetzt nicht so große Ernte sein, aber... Also Holzscheite reingepackt, dann Stroh drüber und Erde und Stroh. Erde. Ist nicht so viel Holz unten drunter, ehrlich gesagt, aber es sind Hügel. Das muss reichen. Ja, das ist übrigens ein Ampferstecher. Das ist ein gutes Gerät, das kann man empfehlen. Damit kriegt man gut Sachen raus. Löwenzahn zum Beispiel oder Ampfer auch, ist ein Ampferstecher. Kriegt man gut Sachen mit Wurzel raus, wenn man mal ein Beet aufräumen muss. Oder wenn man ein Beet fast beinahe verloren hat, kann man sich zurückholen. Ja, hier die Hecke. Das war auch einfach nur Totholz aufgeschichtet und jetzt kommt hier schön eine Blaubeere mit rein. Ui, kamen die von selber? Nee, die haben wir hier reingesetzt. Haben wir auch noch mehr. Brennnesseln sind ja immer wichtig. Wir machen Jauchen und so. Ernten die und essen die auch. Natürlich Brennnessel. Klar.
Brennnesselspinat. Ist gut, Schon die lecker. Rosen, Da, ja, Rosen, das, Weide. und hier ist sogar ein Wildling. Hier ist ja, das macht halt eine Hecke. Nicht? Dann können wir auch, die beiden können wir auf den Kopf schneiden, wenn wir wollen. Oder nicht, je nachdem, wie wir es gerne dann haben. Noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, bis es soweit ist. Was sind deine letzten Worte? Ich habe Was noch sagt- viele Worte mehr. Was sagt das Herz? Das ist so, nee, so eine Fazitsache will ich nicht sprechen. Yo quiero mango, Da todo el año quiero mango. kann sich jeder was ausdenken, Yo quiero mango, oder? todo el año quiero mango. Mango maduro, mango pintón, mango biche con limón, porque mango hay un montón. Mango maduro, mango pintón, mango biche con limón, porque el mango ya llegó. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango. Please visit www.patreon.com/oneseed-a-day in order to see the full 64 minutes in Ultra HD with Konstantin and Marlina Waldgarten.